Hey Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Dennis aka Fragrance Dog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, meine Lieblingsbeschäftigung würde ich schon fast sagen, Rammstein-Düfte vorzustellen. Und zwar müsst ihr jetzt überlegen, 16, 17 und 18 nehmen wir den Zwinger mal raus. Ne? Denn es wären es 19, aber so sind es 18. Und der erste Duft, den ich jetzt mal ganz kurz nur zeigen werde, nicht aussprechen, ihr wisst ja die Richtlinien hier bei YouTube. Den habe ich auch erst jetzt bekommen. Ich hatte so viel zu tun, wie gesagt, und ich bin da gar nicht zugekommen. Und dann sind zwei andere Düfte auf den Markt gekommen. Gleich hinterher habe ich erst gar nichts von mitbekommen, tatsächlich. Und zwar der Diamant Intense oder Le Intense, wie auch immer, und der Kokain Reloaded. Ja, dazu gleich mehr. Aber bevor für alle neuen, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal, das würde mich natürlich freuen. So, dann fangen wir mal mit diesem Duft an. Ja, viele haben sich gefragt, auch ich, wie wird dieser Duft riechen? Man muss ja überlegen, bei Rammstein ist das immer so eine Sache, wie werden die Düfte? So, ich habe aber gleich mehr, oder in meinem Kopf war einfach, natürlich wird der wahrscheinlich nicht so genau riechen wie... Ja, und ich kenne ja den Parfümier persönlich. Nochmal liebe Grüße an ihn. Sehr netter Typ. Hat übrigens alle bis jetzt gemacht. Auch den Reloaded, den neuen Diamanten hatte er nicht gemacht. So, das ist der einzige, den er jetzt nicht kreiert hat. Aber zu dem Duft kommen wir ja auch gleich. So, kommen wir jetzt erstmal zu ihm. Eigentlich sind die OVPs alle gleich, außer hier nicht. Ach ja, also Leute, es ist jetzt nichts, ne? Wer das nicht richtig soll, jetzt könnt ihr es besser erkennen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nice gemacht, coole Idee, aber lassen wir es einfach mal so stehen. So, das ist die UVP, lassen wir einfach mal so, ne? So, hier kommen wir zum Flakon. Also es ist ja ein Damenduft. Ja, es ist ein frischer, sauberer, leicht ja, stechender Blumenduft. Stechen meine ich damit richtiges Blumenwasser. Ja, so müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Ein sehr doch ja, blumiger Duft, passt aber auch für den Mann. Hat eine gute Haltbarkeit. Ich habe den ja getestet, eine gute Haltbarkeit. Ich hatte den auf dem Arm, bin ins Bett und eingeschlafen. Ich bin wach geworden und habe immer diesen Duft in der Nase noch gehabt und so überhaupt. Also das ist gar nicht mal so von schlechten Eltern. Und schöner Flakon, aber die kennen wir ja alle. Ich habe ja alle. Auch hier gut gemacht. Gefällt mir. Richtig schön. Und was hier einfach hervorsticht und was er auch mir gesagt ist, natürlich die Pomelo. Ne, ganz klar. Und das soll ja so ein bisschen das Thema über diesen Duft und wie man sowas macht, ist natürlich nicht einfach. Wie hätte er sonst werden sollen, wenn man das noch richtiger machen hätte wollen? Da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Da kann man sich ja viele Szenarien jetzt vorstellen. Fakt ist aber, sagen wir mal, die Frau cremt sich sehr nett ein da unten. So könnte man sich diesen Duft vorstellen. Und der ist wirklich nice, also wirklich nice. Also, ne, gefällt mir. Also ihr müsst euch aber grundsätzlich Pomelo ist klar, die Frucht aber auch sehr blumig vorstellen. Passt aber als Mann, es steht, also eine Frau kann ich, sag ich mal 60-40. So. Aber ich nehme dieses Männer-Frauenduft, finde ich ein bisschen, man könnte inzwischen Unisex auch für jeden Duft nehmen, weil es tragen so viele Frauen Männerdüfte und so viele Männer tragen Frauendüfte, jedenfalls ein paar. Und zum Beispiel Shalimar. Shalimar habe ich auch in meiner Sammlung und es gibt so einige, ein, zwei noch, die wirklich als Mann auch tragbar sind. Black Orchid zum Beispiel tragen so viele Männer. Ist auch ein geiler Duft. Ich habe alle 3 Versionen und deswegen, ja. Auf jeden Fall sehr schön blumiger Duft. Dieser P. Ja, kommt sehr nice. So, jetzt kommen wir zu den Diamant Intense. Le Intense. Hier auch wieder die Glitzer-Dinger sind dabei. Und dieser Duft ist sehr frisch seifig. Ja, der hat mir
auch sehr gut gefallen, auch wenn er den Duft nicht kreiert hat. Trotzdem, am Anfang ist er auch blumig, aber dann kommt das Seifige auf meine Haut jedenfalls. Das kann bei euch anders sein. Auf meiner Haut das richtig Seifige. So, das kann jetzt nicht jeder, wer jetzt jünger ist, kennt das nicht. Es gab früher in Hotels so bestimmte Seifen. So eine kleine, war das ovale? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß auch nicht, glaube ob die grün oder waren sie Hautfarbe oder leicht pink. Und die waren immer in Hotels. So riecht dieser Duft. Sehr geil. Hintergrund auch wieder blumig, also auch ähnlich, also ähnlich blumig einfach, nur nicht ähnlich wie dieser Duft. Und auch eine gute Haltbarkeit gleich vorweg. Man darf ja nicht vergessen, es sind für mich, ich nenne es ja immer VIP-Düfte. Und richtig gut gemacht. Also dieses Seifige, was durchgehend auf meiner Haut ist, gefällt mir richtig gut. Einfach sauber, frisch geduscht. Oder ja, frisch geduscht könnte man sagen. Perfekt. Übrigens, das ist ein Ganzjahresduft. Fürs Büro gut geeignet, Frau und Mann. Und hier würde ich das auch fast behaupten, fürs ganze Jahr. Sehr nice. Blumig, sehr frisch, seifig. Ihr müsst mal unterschreiben, wenn ihr den Duft schon habt, ob da bei euch auch seifig ist. Ich finde allgemein die Diamant-Reihe, das sind jetzt 2 Düfte, den Diamant finde ich auch sehr, sehr nice, auch wirklich gelungen. Ich finde die eigentlich, wenn man überlegt, dass das VIP-Düfte sind und so weiter, also Drogeriedüfte, finde ich so und so, dass sie sehr gut gelungen sind und sehr gut sind. Nicht nur, weil ich Rammstein-Fan bin, ihr wisst das ja von der ersten Stunde, sondern weil ich sie, finde das gut. Natürlich als Rammstein-Fan muss ich sagen, ich habe sie einfach und möchte sie natürlich haben, das ist klar. So. Und ja, auf jeden Fall hier, der ist sehr gut gelungen, richtig schön seifig. Schreibt mal unter, das wollte ich sagen, ob er bei euch auch seifig ist. Kann ja sein, dass das jeden anders ist. So, jetzt kommen wir zu, ja, den Seemann Reloaded. Das ist inzwischen der 3. Flanker von Seemann. Nur von Seemann. Das normale, Intense und jetzt Reloaded. Unterschied. Der normale ist für den Sommer salzig. Viele sagen Mega-Meer-Richtung. Wer Mega-Meer, diese Nischenduft kennt, ja, so ein bisschen in die Richtung, aber kann man jetzt nicht vergleichen. So, der Intense ist so für Frühling oder fast fürs ganze Jahr, würde ich behaupten. Und der ist so ein bisschen für den Winter, weil er einfach tief, also es ist sehr ähnlich, den Intense. Ich finde den Intense ein bisschen fruchtiger. Hier, das mit dem Rot, das ist, ja, muss man mögen. Den hat wieder mein Parfümier da also kreiert. Rammstein Parfümier. Und wieder auch hier sehr gut gelungen. Das Salzige ist natürlich ein bisschen zurückgenommen, wie eigentlich schon beim Intense. Und man darf nicht vergessen, dass hier am Anfang riecht er, also wenn man ein bisschen so auf den, also wenn man sie nicht auf der Haut hat, kann es sein, dass er ein bisschen nach Fischsuppe riecht. Aber Fischsuppe kann ja auch gut sein. Also es gibt Fischsuppe, die wirklich Mist ist. Die kann man gar nicht essen. Und dann gibt es Fischsuppe in meinem Lieblingsrestaurant mit unten am Fischmarkt. Da gibt es richtig geile Fischsuppe und dann, das hält aber auch nur 10 Sekunden. So, und dann geht das weg und dann habt ihr hier wirklich, selbst, aber das ist jetzt nicht Schlimmes, ne? Schreckt jetzt nicht ab. Das will ich damit nicht sagen. Und dann, ich habe das auch, glaube ich, schon von einmal gelesen in meiner Facebook-Gruppe. Da hat auch einer Fischsuppe, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz irre, ich will jetzt aber nichts, ne? Falsches sagen. Aber dann wird der einfach tiefgründiger, tiefer, ja, einfach runder als das normale Intense. Nehmt einfach mal das Original, das erste weg, weil das ist nur salzig, was auch gut ist, ne? Aber Reloaded ist, da werden sich jetzt wieder welche Typen streiten. Ich finde es gar nicht schlecht. Lassen wir es einfach so stehen, weil hier ist ja auch orange und daher, ja. Aber der gefällt mir und den könnte man dann im Winter tragen. Nun ist die Frage natürlich wieder, braucht man alle Düfte? Ich habe jetzt alle 18, den Zwinger habe ich früher mal weggegeben, weil das nicht mein Fall war, weil wirklich Latex und so andere Körperflüssigkeiten, so hat der gerochen. Gar nicht hier urinmäßig, sondern noch anders. Aber das war, vielleicht habe ich auch einfach keine Lust gehabt. Jetzt ist Swinger nicht mehr zu bekommen, ist jetzt auch nicht so wild. Wichtig ist, dass ich diese 18 Düfte, ich gucke mal da hoch, weil die da stehen, meine 18 Rammstein-Düfte habe. Natürlich habe ich alle, weil ich, wie gesagt, Rammstein-Fan bin der ersten Stunde. Aber ihr solltet auf jeden Fall diese Düfte mal testen. Vor allen Dingen auch ihn hier oder eigentlich auch alle 3 Seemann plus P.
und alle, die da sind. Also ich finde, alle haben Daseinsberechtigung und die sind wirklich gut. Wirklich gut dafür, dass es Drogeriedüfte sind, VIP-Düfte, wie ich sie nenne. Und ja, solltet ihr auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben. Also sie gefallen mir wieder. Das sind jetzt keine, gleich vorweg, das sind jetzt keine Boom oder was weiß ich, wir verstehen uns, ne? Und deswegen, aber sind Drogeriedüfte, die wirklich nice sind und flakonmäßig auch cool sind. Und wenn sie alle nebeneinander stehen, jetzt wird es aber eng langsam, den habe ich schon dahinter gestellt, weil wie gesagt 18 und in ferner Zukunft, mehr sage ich nicht. Ja, wir werden sehen. Ja, Leute, das war's. Schreibt mal runter, ob ihr die Düfte auch habt und welche Düfte ihr habt. Vielleicht könnt ihr ja auch mal schreiben, welche ihr so nice findet. Es wird auf jeden Fall von mir irgendwann ein großes Rammstein-Video kommen, wo ich die mal ranking werde. Das wird nicht so einfach, aber die habe ich eigentlich soweit im Kopf. Gucken wir mal. Und dann, ja, haut rein und bis zum nächsten Mal.